Hallo Leute, ich bin heute am Straußsee. Das ist in Strausberg, östlich von Berlin. Ich möchte heute mal rausfinden, ob man den See mit dem Fahrrad umrunden kann. Geht das überhaupt? Kann man den auch mit Kindern fahren? Gibt es hier Spielplätze? Gibt es schöne Badestellen, an denen man sich auch ausruhen kann? Gibt es auch Sehenswürdigkeiten? Das werden wir heute rausfinden. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Auf geht's! Hier bin ich gerade an der Badestelle, die am südlichsten liegt am Straußsee. Ist gerade nicht sehr groß, aber man hat auch eine Sitzbank hier im Hintergrund. Es gibt auch einen großen Mülleimer. Das ist schon mal sehr positiv, dass wenn man Müll mitbringt, dass man ihn gleich hier loswerden kann. Was einem auf jeden Fall auffällt, der See leidet stark am Wassermangel. Drüben auf der anderen Seite, da sind wir nachher noch, da sieht man deutlich die Boote im Wasser liegen. Der Steg ist locker 2 Meter höher, also fehlt eine ganze Menge Wasser hier. Hätte ich fast vergessen zu erwähnen. Schutzhelm und Schutzbrille, in dem Fall eine Sonnenbrille, ist natürlich obligatorisch beim Fahrradfahren. Klingling. Oh. Dankeschön. Wir sind jetzt hier auf der westlichen Seite vom See. Man hört die Straße noch links neben uns recht laut. Hier am Ufer gibt es immer wieder kleine Stellen, wo man sich hinsetzen und auch ins Wasser gehen kann. Für die etwas mutigeren Badegäste gibt es hier ein Seil zum Reinschwingen. Viel Spaß beim Baden. Hier ist jetzt die nächstgrößere Badestelle, auch mit einer kleinen Bank. Gleich neben der kleinen Badestelle ist ein Rastplatz mit Bänken und Mülleimer. Für die, die lieber baden gehen, ist gleich nebenan die nächste Badestelle mit einer Bank und offensichtlich einer kleinen Feuerstelle. Hier ist die Anlegestelle für die Fähre, die einmal quer über den Straußsee fährt, bis rüber auf die andere Seite. Auch hier wieder eine sehr hübsche, aber kleine, naturnahe Badestelle. Auch wieder eine Sitzbank und eine Mülltonne. Das ist jetzt echt super, was hier an Mülltonnen da ist. Auf der anderen Seite sieht man die Altstadt von Strausberg. Danke. Neben den zahlreichen kleinen Mini-Badestellen, die sich zwischen den Bäumen befinden, gibt es auch eine ganze Menge Privatanlegestellen, die teilweise sehr runtergekommen aussehen, was auch ein Stück verständlich ist, da ja das Wasser so tief ist. Kommt man schlecht ran ans Wasser mit seinen Booten und dementsprechend verwahrlosen auch Sachen. Wenn man bereit ist, auch durch die Büsche sich ein bisschen durchzuschlagen, findet man auch herrliche kleine Wiesen, wo man sich auch hinlegen kann und das Wasser genießen kann. Ganz schön hier. Wasser geht flach rein, da kann man auch super baden gehen. Ansonsten wurden hier auch Lagerfeuer schon vorbereitet. Offenbar ist es auch ein Spot, der abends gerne besucht wird. Es gibt sogar eine Säge, wenn man sich neues Holz machen muss. Das Wasser ist sehr klar. Ideal für Kinder zu spielen. Wie gesagt, man muss sich nur halt durch den kleinen Eingang hier durchtrauen. Sorry.
Hier bin ich jetzt am bislang breitesten Abschnitt, wo man sich hinlegen kann mit seiner Decke. Im Gegensatz zu den anderen Badestellen, die wir zuvor gesehen haben, ist es hier etwas lauter schon wieder. Man hört leicht die Autos im Hintergrund, ist aber noch machbar. Spätestens wenn die Kinder hier im Wasser spielen, hört man die Autos sicher nicht mehr. Ich bin jetzt hier so ziemlich an der nördlichsten Stelle vom Straußsee. Man kommt aber gar nicht ran, weil alles mit Hölzern zugeschüttet ist oder zugestellt ist hier. Wahrscheinlich soll das jetzt hier so eine Art Naturschutzgebiet darstellen oder ähnliches. Aber von der Badestelle her ist sowieso nicht so interessant, weil man hier genau an der Straße ist. Und wie ihr vielleicht hört, es ist laut. Und da kommt keine Badefreude auf. Hier bin ich jetzt bei einer riesen Liegewiese angekommen. Recht groß. Und das Schöne ist, es gibt sogar einen super schönen neuen Spielplatz hier hinten in der Ecke. Also wer mit seinen Kindern einen schönen Tag am See verbringen will, ist hier genau richtig. Auf der großen Liegewiese, wo wir uns hier gerade befinden, gibt es auch die Möglichkeit, direkt ins Wasser zu gehen. Auch wieder ein schöner flacher Einstieg, also auch Baden mit Kindern super möglich. Ich habe mal nachgezählt, es gibt hier 5 große Mülleimer. Liegt auch sehr wenig Müll rum. Wahrscheinlich nur vom Wind ein bisschen verwehter Müll. Jetzt bin ich hier zur zweiten Badestelle. Auch schön flacher Einstieg hier. Am Morgen leicht schattig. Und nachmittags, wenn die Sonne auf der anderen Seite steht, denke ich mal, hat man hier mehr als genug Sonne. Echt schön hier. Und das Beste hier bis jetzt am Straußsee, man muss nirgendwo Eintritt bezahlen. Alles gratis. Da bleibt mehr Geld übrig für ein ordentliches Eis. Es gibt ja auch Sportgeräte für die Eltern. Und wie man sieht, eignet sich der Weg, der hier neben der großen Liegewiese ist, ideal auch zum Skateboarden und Inlinefahren. Nur ein paar Meter weiter neben der großen Liegewiese, die ich euch eben gezeigt habe, gibt es eine ganze Menge Fahrradständer, wo man sein Fahrrad anschließen kann. Und auch die nächste Badestelle. Direkt ein paar Häuser weiter nach der großen Badestelle, die ich euch gezeigt habe, gibt es wieder eine Badestelle mit 2 Sitzmöglichkeiten auch. Hier befinde ich mich jetzt am Kulturpark von Strausberg. Der wird offenbar grundlegend und großzügig saniert. Anscheinend gibt es hier auch dann irgend sowas wie eine Anlegestelle oder Fähre. Im hinteren Bereich hier wird großflächig neu gebaut. Bin schon mal gespannt, was hier entsteht. Hier fahre ich jetzt in die Altstadt von Strausberg ein. Eine kleine Einkaufspromenade ist hier. Es finden hier auch immer wieder Altstadtfeste statt, Weihnachtsmärkte und so weiter. Zum Fahrradfahren ist mir so häufig hier auf dem Kopfsteinpflaster. Ich glaube, ich habe gerade einen Zahn verloren. Hier ganz unscheinbar versteckt gibt es einen Bioladen. Von außen kaum zu sehen. Wenn man von der Parkplatzseite reinfährt, dann sieht das Ganze schon gleich ganz anders aus. Deine Welt, dein Bioladen, kann ich sehr empfehlen. Wir gehen hier auch sehr gerne einkaufen. Ein altes Gebäude, steht unter Denkmalschutz und ist sehr schön gemacht. So, ich versuche mal wieder zum Wasser zu kommen. Jetzt wäre eine zweite freie Hand ganz praktisch zum Schalten. Die Glocken läuten, 12 Uhr, Zeit für Mittag. So, wir fahren jetzt hier in die kleine Straße rein. Ist ein bisschen versteckt, aber hier kommt ein kleiner Spielplatz gleich. Oder soll ich sagen, hier war mal ein Spielplatz? Nicht mehr allzu viel übrig davon. So, rechts neben mir liegt der See. Gerade nicht erreichbar, weil viele Häuser hier stehen. Falls einer fragt, ob es hier Fahrradwege gibt, nein, es gibt keine. Reiner Fußgängerweg, Kopfsteinpflasterstraße.
Aber ich glaube, das ist ganz normal für eine Altstadt. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite von der Einkaufspassage. Wer Eis möchte, kann hier rübergehen. Da ist ein Eisladen. Hier gibt es auch noch einen Eisladen. So, jetzt fahren wir ein auf die andere Seite der Fähre. Parkmöglichkeiten für Autos ist überschaubar. Bei 100, 200 Meter weiter links gibt es einen großen Parkplatz, kostenpflichtig. Hier ist die Fähre, die man einfach mit einem normalen Ticket, was man sich hier kaufen kann, überqueren kann und auf die andere Seite kommt. Wer sich fragt, warum man mit der Fähre rüberfahren sollte, von der anderen Seite, hier ist ein mega Spielplatz. Es gibt auch Sitzmöglichkeiten für die Eltern, mehr als ausreichend. Der Spielplatz ist nicht nur für ganz klein, sondern auch für mittelgroß gut geeignet. Klettern, Rutschen, alles da, Schaukeln. Und wie schon gesagt, für die Eltern gibt es hier Bänke, die sich überdrehen lassen. Kann sehr gemütlich sein, vor allem wenn man sich gerade noch ein Eis geholt hat bei den 2 Eisläden, die ich erwähnt habe. Okay, wir lassen die Kinder spielen und fahren weiter, gucken, ob wir näher ans Wasser kommen. Hier, wie gesagt, der große Parkplatz, falls man mit Auto anreisen sollte. Es gibt ja auch eine Schule mit Meerblick. Macht der Unterricht bestimmt noch viel mehr Spaß. Das alte Freibad hat leider geschlossen. Ob das jemand geöffnet wird, weiß ich nicht. Aber wenn man sich hier die Wassersituation anguckt am Freibad, wird, glaube ich, klar, warum nicht offen ist. Von den Turm will keiner mehr springen. Die Landung könnte echt hart werden. Hier gegenüber von den Häusern gibt es relativ viele Privatanleger, wo man auch nicht ans Wasser mehr rankommt. Aber gleich kommen wieder ein paar Stellen, die auch sehr schön sind, gerade nachmittags, wenn die Sonne auf der anderen Seite steht. Die Seite hier ist natürlich doch besser mit dem Auto zu erreichen, weil es hier immer wieder auch im Wohngebiet Möglichkeiten mal zum Parken gibt. Hier sind wir an einer beliebten Stelle für Taucher. Die gehen hier mal ins Wasser. Also Achtung, wenn man Blubberbläschen hochkommt sieht, ist es nicht unbedingt Methan. Könnte auch ein Taucher sein. Ja, der Straußsee ist auch bei Anglern sehr beliebt. Wir befinden uns jetzt auf der östlichen Seite vom See, der komplett durchzogen ist mit Eigentumshäusern oder Miethäusern, das weiß ich nicht genau. Und immer wieder kleinere Badestellen, wo man ins Wasser kommt. Sitzmöglichkeiten sind auch vorhanden, auch Mülleimer sind da. Da gibt es einen ganz großen Daumen hoch hier am Straußsee. Man sieht auch sehr wenig Müll. Man sieht öfters aber auch Hinweisschilder, bitte nach 22 Uhr keine laute Musik, kein Lagerfeuer. Hier geht es überall ein bisschen steiler runter, auch nicht viel. Ja, auch bei Fahrradfahrern, Fußgängern, sehr beliebt hier. Vom Weg her auch ein bisschen holprig. Ja, ist halt ein Waldweg. Im Allgemeinen, wenn man sich auf dem Weg befindet, sei es auf der westlichen Seite noch auf der östlichen Seite, sehr schattig, sehr angenehm, wenn die Sonne durchscheint. Wenn man nicht mehr laufen oder fahren kann oder einfach nur eine kleine Pause braucht, gibt es hier, wie gesagt, immer wieder kleine Möglichkeiten, eine Rast zu machen. Die Seite vom Straußsee ist auch super geeignet für Fahrradfahrer, da man nicht an der Hauptstraße langfahren muss, sondern hier schön idyllisch am See langfahren kann. Es gibt auch kreative Lösungen wie kleine Sprungschanzen oder Sprungbretter. Wer jetzt natürlich ein Fan von großen Badestellen ist, wo man Eintritt bezahlt, Eisladen direkt an der Hand hat, Toiletten und Co., da ist man hier völlig falsch. Das bietet der Straußsee nicht, aber dafür sehr viel Natur und Wald. Viele kleine Spots, wo man auch zu zweit, zu dritt, zu viert oder kleine Familie liegen kann, ein bisschen abgeschottet ist und seine Ruhe hat. Jetzt sind wir genau auf der anderen Seite vom Straußsee angekommen, wo wir angefangen haben. Man sieht die Stege, die sehr hoch liegen. Neben den vielen schönen Sachen, die wir heute gesehen haben, sind die beiden Schwäne, die hier brüten, auf jeden Fall das Highlight des Tages. Wie ihr gerade gesehen habt, nisten hier in der Tat 2 Schwäne und unter dem einen Schwan, wahrscheinlich der Mama mit Sicherheit, da lagen mindestens 4 große Eier. Leider war ich nicht schnell genug, das zu füllen. Wahnsinn. Da freue ich mich schon drauf, wenn die kleinen grauen Küken schlüpfen und die ganze Schwanfamilie wieder über den Straußsee schwimmt. Hier sind wir jetzt an einer sehr waldigen Strecke. Wenn ihr es riechen könntet, hier wächst ohne Ende Bärlauch. Das war unser Tour um den Straußsee rum. Zu meinen Fragen, die ich eingangs gestellt habe, ja, man kann den Straußsee auf jeden Fall mit dem Fahrrad umfahren. Man muss nur ein bisschen darauf achten, dass man auf einem Waldweg unterwegs ist und ziemlich viele Wurzeln da sind. Kann man den Weg mit Kindern schaffen? Auch das bejahe ich, wobei ich sagen muss, für die komplette Runde sollte das Kind mindestens 8 Jahre alt sein, da halt hier ein bisschen Ausdauer gefragt ist. Es geht immer mal wieder bergauf, bergab. Spielplätze und Ausruhmöglichkeiten gibt es unterwegs. Also wenn man da genug Essen mit hat und Trinken für die Kids, dann kann man das schaffen. Für kleinere Kinder oder Kinder, die das nicht gewohnt sind, kann man sich auch einfach Teilabschnitte aussuchen vom Straußsee und diese besuchen. Zu den Bademöglichkeiten, es gibt sehr viele kleine, schöne Badestellen. Alle ein bisschen separat, für ein Pärchen oder für eine kleine Familie super geeignet.
Für die Leute, die sich einen riesen Trubel suchen mit Eislern am Strand, Toiletten und Co., wie schon gesagt, gibt es hier keine Möglichkeiten. Das Strandbad hat schon lange zu und wird auch wahrscheinlich nicht so schnell öffnen, dadurch, dass der Wasserstand sehr flach ist. Ein Highlight und eine Sehenswürdigkeit ist natürlich die Altstadt, durch die man gut durchflanieren kann, wo es tolle Läden gibt. Da ist für jeden was dabei. Mega-Highlight für mich heute waren die Schwäne, die da drüben brüten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, dass viele Kids durchkommen von den Schwänen. Ich habe irgendwie mindestens 4 bis 5 Eier gesehen. Ich freue mich da schon drauf, die ganze Familie in der Aktion zu sehen mit den kleinen Schwänen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bleibt fit